Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Baldur's 3. Hier ist irgendwo ein Schatz, den wir nicht gefunden haben. Was soll's? Also, wir sind hier. Jage Karlach. Rufe Tante Titel zur Hilfe. Unterreich wollen wir nicht. Hier ist Githyanki-Krieger. Das machen wir auf jeden Fall. Und wir reisen da drüber. So, was machen wir denn jetzt als erstes? Wir sind schon hier unten. Wir gehen... Was machen wir? Komm, wir machen Karlach als erstes, oder? Das heißt, wieder zurück. Und irgendwo entlang. Okay, los. Hier geht's nicht entlang. Dann da entlang. Hier hoch. What's hiding here? Euch. Geklaut. Okay. Na, war nicht so feindlich, ne? Ich habe auch Sippschaft zwar ausgelöscht, aber trotzdem nicht so feindlich hier. Komm, ich weiß es gar nicht. Hier durch und dann darüber? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Schauen wir mal. Wir werden es schon irgendwie finden. Glaube ich. Da schnarcht immer noch einer. Die gammeln auch vor sich hin. In Flagrante erwischt und dann tötet. Na toll. So, jetzt bin ich hier an der Brücke. Den Weg können wir dann gehen. Okay, über die Brücke. Haben wir die Viecher nicht schon? Spoilern die wieder? Keine Ahnung. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. The beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still.
As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too, stillborn. Okay. Geh mal rüber. Mehr kannst du auch nicht tun. Wolfi kann auch nichts tun. Dann bleib da. I will ascend. Taking position. Okay. Watch it. That hyena's going for help. Okay. No holding back. Fleet of foot. Kannst du... Can't give up. Got to press on. Du töte das Vieh. Na toll. Wolfi. Time to strike. On the move. Kommt da jetzt schon jemand? Kann ich da irgendwas schon tun? Have to keep going. Ja, aber warum? This is my time. Du musst auch etwas. So in die Richtung. Eine Dolchwolke. Was? Kann er nicht. Kann er auch nicht. Das geht auch nicht, ist kein Humanoid.
Was kannst du denn? Das geht auch nicht. Oh Gott. Wir sind zu weit entfernt. Need to stay focused. Du sollst nicht plündern, du sollst laufen. Nicht genügend, okay. Dann mach du doch mal. Spurten. Kochender Zorn. Clown. Dann mal los. Let my name be known. Okay. Still on my feet. Dann machen wir dir kommt. Kannst du jetzt durch Wolke? What's the plan? Du hau die du mit einem Feuerfall.
can't even catch my breath. Machen wir. Ich bin ein bisschen still, ich weiß. Ja, machen wir nochmal. Mal. Battle favors the fearless. Coming through. Nur noch du bist da. Place is overrun with gnolls. Easy. They do have a way of popping up when least expected. Let's move. The smell of blood will draw trouble. Das ging ja jetzt. Ich meine, wir werden denen schon mal begegnet. Da hat das nicht so gut für uns geendet. Aber okay. Oh. Gone, death. You will not take me. Lesen. Dieser Brief ist in einer zornigen, geschwungenen Handschrift verfasst. Es ist ein Leserbrief an den Herausgeber von Baldurs Bild. Die Bildzeitung gab es da auch. Okay. Eine für ihre kontroversen Artikel bekannte Boulevardzeitung. Werte Herausgeber, ich halte es für verabscheuungswürdig, nein, für diabolisch, dass ihr die lächerlichen Vorschriften zur Tierhaltung in Baldurs Tor verteidigt. Kein Tier, das größer ist als ein V ist, darf in die Stadt? Wie archaisch. Mein liebster Gesell ist der wohlerzogenste Bär, dem ihr je begegnen will. Doch um Zeit mit meinem Kind zu verbringen, muss ich zu meinem Sommerhaus in Cormyr reisen. Ich fordere das Parlament auf, diesen Missstand zu beheben. Unverzüglich. Das emotionale und psychologische Wohlergehen der Bürger von Baldurs Tor steht auf dem Spiel. Und ich werde in dieser Angelegenheit bis zu den höchsten Autoritäten ziehen. Sollte sie nicht behoben werden. Just in diesem Augenblick schreit Gesell nach ihrem Vater. Diese archaische Vorschrift trennt Kinder von ihren Eltern. Ich weiß nicht, wie Großherzog Ulder Ravengard nachts schlafen kann. Hochachtungsvoll, steif. Also versteht ihr Easter Egg? Die Bildzeitung und Steiftiere. Ah, süß. Ah, herrlich. Ja. Steiftiere. Okay, warum bist du so angeschlagen? I'm ready. Komm, heim mal hier. Hier, sieh hier. Take your... Das hat nicht viel geholfen. Oh, enough waiting. I crave blood. Ist ja doch keine Tränke. Also so können wir nicht weitermachen. Ich bin Still dafür. alive, so that's progress. Das Blut hatte noch Gold.
Fokus will ich nicht aufheben. Was machen wir mit den Hyänen? Oh, Moment, mein Auge juckt. Ich bin auch mal dafür, dass wir uns mit der Alchemie... Ah, toll, blöde. Okay. Wir sind nicht in der Verfassung, mit denen jetzt da zu kämmeln. Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. Was hat denn das hier getötet? Da liegt auch noch ein Kopf. Wird gespeichert. Es ist ein bisschen gruselig, wenn es immer so stecken bleibt. Ich nehme jetzt kein Ordner mit. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Das sind Leute. Aber ich sehe gerade, wir sind irgendwie in einem Bereich. Wo diese Karla ist, da. Nicht Karla, Karlach. Hier. Hab ich mir schon. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Ihr seid die Teufelin, die wir gejagt haben? Karlach, richtig? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her! That's enough to damn you!
hört auf, Will. Ihr habt es auch You gesehen. don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Ihr habt ihre Gedanken gesehen. Sie ist keine Gefahr für die Schwertküste. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Ich bin Sarah. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Dann schicken wir sie zurück in ihr Höllenloch. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety. Should the need arise. Ja, Schatten, deswegen bleibst du dann auch im Lager. Ja. Klingt nach einem guten Plan. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Nein, natürlich nicht. Das machen wir auch nicht. Will? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Was soll das heißen? Sagt es offen, Will. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. What's that supposed to mean? The truth will out before you know it. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Buße, muss ich mir Gedanken machen? You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Okay, ich würde sagen... Lager. Gut. Oh, eben geht's schlecht. Wen lasse ich denn jetzt hier? Sie ist gut im Kämpfen und sowieso laufen wir ja in Richtung ihrer Mission, deswegen nehmen wir sie mit. Aber ich wäre dafür, wenn wir... Was sie ist unsere... Egal. Was hast du für ein Begehr? My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Gerne magisches Artefakt geben. Okay, du bist kostspielig, das weißt du, ne? Ja, hier, nimm ein paar Stiefel. Thank you. Ich bin gespannt, was da noch bei rauskommt. Mit seiner Sucht. Good gods.
hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Okay. Nur zu, ihr seid unter Freunden. Ich vertraue euch. I appreciate it greatly, but I can no longer keep you in the dark. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Na toll. Können nur wenige würden es wagen, eine Göttin auf ihre Muse zu reduzieren. Ihr habt mit einer Göttin geschlafen? Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross, yet every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Er ist gierig geworden nach Macht. Wie genau habt ihr versucht, diese Grenzen zu überqueren? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Ja, das ist interessant. Erzähl mal weiter. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Blumen, Schokolade habt ihr ausgeschossen. So vergleichbar damit, ein Glas Wasser ins Meer zu schütten. Genial. Was war die Antwort auf diese Frage? The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes,
staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Ihr werdet sterben? Rather worse, actually. I will erupt. Was? I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Können wir denn nichts tun? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Nein, du hast es mir jetzt anvertraut. Warum sollte ich dich... wir haben es gemeinsam so weit gebracht und wir werden gemeinsam weitermachen. Wenn wir uns trennen wollen, würdet ihr gehen. Nein, wir haben es so weit gebracht. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Okay. Jetzt Schattenherz. Wo ist Schattenherz? Schattenherz. Ach, da hinten. Schattenherz bleibt jetzt mal ein bisschen hier. Reden. I don't think there'll be any more trouble between Lae'zel and I, if you were wondering. We can all sleep easier now. Well, apart from all the rest. Gut. Das ist gut. Mir wäre lieber, wenn wir untereinander Frieden hielten. You have an interesting definition of friendly, but yes. Ihr wart fasziniert, als Halsin die dunklen Justiziare erwähnt hat. I was. He mentioned dark justiciars, and we've come across other signs of a Sharan presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. Warum hattet ihr Schmerzen? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Warum tut Shah euch so etwas an? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will.
Lady Shah has her reasons. Was löst eure Schmerzen aus? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Wie bringt ihr es fertig? Kann ich irgendwie helfen? Das ist eine komische Frage. Okay. It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Ich suche euch hier, wenn ich euch wieder brauche. If you're sure. Ja. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Dann nehmen wir Karlach. Karlach. Why are we slowing down? Okay, das mache ich noch mit ihr und dann beende ich aber den Part. Wie seid ihr dazu gekommen, du Krieg zu kämpfen? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Okay. Was ist nach eurer Expertenmeinung die beste Methode, einen Teufel zu töten? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Ich finde die cool. Ich dachte nicht, dass ich mal hier ende und ihr. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Ich wäre zu Hause ohne die kleinste Sorge. Oh, man. Lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Okay, Carla. What can I do you for? Was diese Paladine angeht, die wir jagen sollen. Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Okay. Los, wir brechen Aces. auf. Gut. Ja. Das war klar. Oh, I could go for a good meal. Ja. Barbar. Okay. Wildherz. Dein Einklang mit der Natur und ihren Kreaturen stärkt deine Kampfrausche, schenkt dir übernatürliche Kräfte. Du erhältst Folgendes: mit Tieren sprechen.
Das kann ich schon. Gewalt ist sowohl Mittel als auch Zweck. Du folgst dem blutglitschigen Pfad der ungezügelten Rage und genießt ohne Rücksicht auf dein Wohlergehen das Chaos der Schlacht. Als folgendes: Raserei, rasender Hieb, wütender Wurf. Wilde Magie. Der wilde Einfluss der Magie hat dich verändert und mit arkaner Kraft erfüllt, die nun in dir lodert und nur darauf wartet, freigesetzt zu werden. Du erhältst folgendes: Kampfrausch, wilde Magie, magisches Bewusstsein. Jeder in Reich verfügt Rettungswürfe gegen Zauber seinen Übungsbonus zu. Okay. Das habe ich schon. So, muss ich Kampfsau machen oder... Ach, wir machen das. Erbe von Avernus, sengendes Niederstrecken, Waffenschaden. Annehmen. Und noch einmal. Wachsam, Athlet, Stürmer, Armbrust. Kämpfgewölbe. Widerstandsfähig. Meisterschaft schwere Waffen. Sie kann schwere Waffen tragen. Oder? Nehmen wir das. Waffenbonus, abgerittener Kampf. Plus 10. Du erhältst einen Bonus von plus 10 auf Schadenswürfe mit schweren Nahkampfwaffen. Du erhältst einen Malus von minus 5 auf Angriffswürfe mit schweren Nahkampfwaffen. Hä? Plus einmal Minus. Das kannst du in diesem Zug. Gut. Looking ahead. Haben wir denn so zwei Hände? Wanna dance? Filtern nach Ausrüstung. Danke. Hier ist ein Kurzschwert. Langschwert. Aber es macht mehr Damage, was sie hat. Okay. Sorry, ich werde langsam müde. Das ist Barbarenkleidung, was sie anhat. Ich gebe das jetzt Karlach. Okay. Hieb. D6 plus 3, 1 D12 plus 3. Pari. Was? Die Parierstange dieses Schwerts wird notdürftig von einer dünnen Schnur gehalten, wenn das Schwert geschwungen wird. Die Schnitzerei am Holzgriff sind durch häufige Gebrauch der Axt fast wieder glatt geschliffen. Okay. Nun würde ich sagen, beende ich den Part.
Still breathing, despite everything. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part läute ich erst die Nacht rein, weil ansonsten will wieder jemand mit mir quetschen und dann geht's nicht weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Adios.